Hi, willkommen zu einer Skizzenbuchtour von diesem Skizzenbuch hier. Kleiner Disclaimer vorab. Dieses Skizzenbuch ist ein bisschen anders als meine anderen Skizzenbücher, weil ich hier viel mehr so fertige Illustrationen drin habe. Ich habe das Skizzenbuch erst nach Frankreich mitgenommen, also es ist so ein bisschen Travel-Sketchbook-mäßig am Anfang. Und dann habe ich es genutzt für mein Peachtober, also für das Oktober-Challenge, wo ich jeden Tag eine Doppelseite in dieses Skizzenbuch gezeichnet habe. Und dadurch, dass es Teil dieser Kunst-Challenge war, habe ich halt nicht nur einfach wild Sachen rumprobiert in diesem Skizzenbuch, sondern wirklich versucht, fertige Illustrationen zu bestimmten Wörtern zu machen. Sorry, ich weiß nicht, was gerade draußen los ist, aber... Ah, das ist hier direkt vorm Fenster. Weiterfahren bitte. Danke. Ja, es reicht. Während dieser Kunst-Challenge hatte ich ein Wort pro Tag und zu diesem Wort habe ich dann eine Doppelseite in dieses Skizzenbuch gezeichnet oder gemalt oder was auch immer. Medium war egal, also ob jetzt Acrylgouache, Buntstifte, Aquarell, ich habe hier drin alles benutzt. Ja, aber dadurch sind natürlich sehr viele fertige Illustrationen auch entstanden und nicht nur, ich sag mal, Spielereien. Für die, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Anushka, ich bin Illustratorin und Künstlerin. Ich arbeite als Art Director in einer Agentur in Berlin. Und ich teile jetzt ungefähr seit 2 Jahren meinen eigenen Kunstkram quasi hier auf YouTube. Und ja, heute geht es wie gesagt diesem Skizzenbuch an den Kragen. Schauen wir mal rein. Ich habe es mir auch seit ein paar Wochen nicht mehr angeguckt, also ich bin gespannt, was drin ist. Ich kann mich noch so grob erinnern, aber gerade die ersten Seiten weiß ich nicht. Also, first things first, das hier ist ein Moleskine Art Creation Sketchbook. So ein bisschen dickeres Papier, hält ganz gut Wasser, also auch richtig Acrylfarben und so. Wellt sich natürlich ein bisschen, wie ihr seht, aber das finde ich eigentlich immer ganz sympathisch, weil das Skizzenbuch dann so aussieht, als hätte man auch wirklich drin gearbeitet. Insofern stört mich das ganz und gar nicht. Ich finde das sogar eigentlich ziemlich geil. Ich packe mir immer ein paar Sticker drauf. Ich finde, das Skizzenbuch wirkt dadurch nahbarer. Weil ja, so ein Skizzenbuch kann auch ziemlich einschüchternd sein. Ich tue schon alles, was ich kann. Also ich meine, das ist ein kleines Skizzenbuch, es hat Sticker drauf. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich nicht zu illustrieren anfange auf den ersten Seiten. Also ich werde auf den ersten Seiten, seht ihr hier, sowas machen wie Swatches. Da probiere ich einfach meine Stifte aus, einfach auch um zu schauen, wie das Papier funktioniert mit meinen verschiedenen Kunstmaterialien und auch um teilweise meine Farben zu testen. Zum Beispiel auf dieser Seite hier, da habe ich meine Tombow Markers ausprobiert. Die müssten, genau, die sind hier. Diese Dinger hier. Ich habe immer die Nummer dazu geschrieben, weil jede Farbe eine Nummer hat und die haben auch eigentlich einen Namen, aber steht nicht auf dem Stift. Heißt, damit ich wiederfinde, okay, welche Farbe ist was, habe ich den Stift. Und jetzt sagt ihr euch vielleicht, ja, aber Anu, die Farben sind auch hier auf dem Deckel. Ja, aber die sind auch nicht immer akkurat. Also habe ich hier ein gutes Beispiel. Das hier zum Beispiel, das sieht nicht so aus, wie es dann aussieht. Das wird zu so ein Eisbergblau, so ein bisschen grünlicherer Ton als das, was es hier ist. Heißt, es ist immer gut, wenn man seine Farben einmal ausprobiert. Genauso, wenn ihr euch neue Acrylfarben oder Gouache kauft oder so. Immer gut, wenn man die einmal ausgeswatcht hat und weiß, wie sie eigentlich aussehen. Darüber möchte ich, glaube ich, auch noch mal ein Video machen, über irgendwie Farben und Farbkombinationen und wie ich meine Farben aussuche. Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt, ob euch das interessiert. Oder ihr sagt, nee, wir mögen deine Farben nicht, brauchen wir nicht. Ist auch okay. Ja, so viel dazu. Die nächste Seite ist wieder Swatches von meinen Prismacolor Buntstiften. Ich liebe die Dinger. Die sind super geil pigmentiert, man hat super schöne Farben und es macht einfach Spaß, mit denen zu zeichnen. Auf der zweiten Seite habe ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich wollte ich einfach nur austesten, ob Farbe hier drin gut funktioniert. Normalerweise, wenn ich so farbige Hintergründe mache auf meinem Skizzenbuch, ist es, um danach noch was drauf zu malen. Aber hier habe ich es einfach blank gelassen. Warum nicht? Hier habe ich meine Aquarells ausprobiert, die ich dann auch in Urlaub mitgenommen habe. Mit denen hatte ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gearbeitet. Und ja, habe die auch wirklich schon ewig. Wenn ich mich recht erinnere, hat die mir, glaube ich, meine französische Oma mal geschenkt. Und ja, ich habe hier quasi die Farben, so wie sie in der Palette sind, auch in mein Skizzenbuch geswatcht, damit ich weiß, welche Farbe zu welchem Swatch gehören. Ja, fand ich schlau. Weil hier sind ja keine Nummern drauf, wie bei den Stiften. Und
Wie ihr gleich sehen werdet, habe ich Aquarellfarben in diesem Skizzenbuch wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Das hier sind Caran-d'Ache Neocolors. Das sind so Pastellstifte, das sind die hier. Achso, ich packe die mal vielleicht wieder zurück. Das sind diese Dinger hier. Ich finde die super schön, aber sie sind für dieses Skizzenbuch nicht so super gut geeignet. Genauso wie meine Buntstifte. Das ist einfach ein Papier, was relativ glatt ist und wenig Grain hat. Und dadurch wirken Kunstmaterialien, die so ein bisschen Papiertextur brauchen, einfach nicht so gut. Sie gleiten ein bisschen zu sehr über das Papier und es ist einfach nicht dasselbe Erlebnis, wie wenn man jetzt ein Aquarellpapier hat zum Beispiel. Aber es ist für mich ein super guter Kompromiss. Ich kann hier gut nass drin arbeiten, ich kann gut trocken drin arbeiten, die Farben sehen gut aus, weil das Papier nicht zu gelb ist. Ich kann super gut meine Füller benutzen. Die Tinte franzt nicht aus. Es ist einfach ein guter Kompromiss für ein Skizzenbuch, was ich in Urlaub mitnehme, wo ich dann mit verschiedenen Kunstmaterialien drin arbeiten werde. So, genug über Kunstmaterialien und das Papier gequatscht. Lasst uns jetzt mal die Illustrationen anschauen. Hier war ich schon im Urlaub. Ich mag die Seite sehr gerne. Das ist quasi mein erster Aquarelltest nach 15 Jahren. Nachdem ich diese Illu gemacht habe, war ich so froh, dass ich mein Aquarell in den Urlaub mitgenommen habe, weil mir hat das richtig Spaß gemacht. Und gerade hier unten, was mit dem Busch passiert ist, wo ich so ein bisschen mit Negativ-Space gearbeitet habe. Falls ihr euch fragt, was hast du dir da für einen Baum ausgedacht, den habe ich mir nicht ausgedacht. Den gibt es wirklich. Der steht in unserem Garten in Frankreich und wächst quasi immer der Sonne entgegen und sucht sich die Sonne. Das sieht total witzig aus. Das ist unser kleiner Blitzbaum. Da es in dem Ort sehr viele Pinien gibt, haben wir auch sehr viele Eichhörnchen und logischerweise auch Pinienzapfen. Diese Seite macht mir sehr viel Spaß. Ich habe hier links das erste Mal mit so einer Pentel Brush was ausprobiert. Und auf der rechten Seite ist wieder Aquarell. Wie ich schon gesagt habe, nach der ersten Seite war mir eigentlich ziemlich klar, dass ich Aquarell öfter benutzen werde. Ich war einfach nur froh, dass ich das mal wieder ausprobiert hatte. So, nächste Seite. Immer noch Aquarell, wie man sieht. Ich war anscheinend volle Kanne verliebt. Die Illustration auf der linken Seite stellt eine Situation dar, die wir tatsächlich öfter im Urlaub haben. Wir fahren sehr gerne mit dem Boot auf eine Sandbank mitten im Meer. Und eine der besten Sandbänke, weil da ein bisschen weniger los ist, also ein bisschen weniger Menschen draufgehen, ist eine Sandbank, die bei Ebbe oberhalb der Wasseroberfläche ist und bei Flut ist sie dann unterhalb der Wasseroberfläche. Heißt, bei Flut verschwindet diese Sandbank komplett und es ist immer so, dass am Ende die Möwen auf dem allerletzten kleinen Rest Sand noch stehen bleiben, bis dann irgendwann das Meer so hoch ist, dass sie natürlich nicht mehr draufstehen können. Genau, das ist diese Situation hier, Last Man Standing. Hier rechts habe ich einfach ein bisschen was mit Aquarell ausprobiert. Ich wollte mal schauen, wie es ist, wenn ich mal mit ganz viel Wasser arbeite erst und dann ein bisschen mehr Pigmente mit reinnehme und dadurch so eine Art Overlay-Transparenz-Effekt erstelle. Es war einfach nur was zum Ausprobieren, sage ich mal. Und ich finde eigentlich ganz cool, was das hier ergibt. Vielleicht mache ich mit dieser Technik auch ein größeres Bild mal, muss ich mal schauen. Das hier sind, wie soll ich das sagen, ja, quelques babioles. Babioles sind kleine Deko-Dinger. Auf jeden Fall sind das Objekte, die bei meiner Oma stehen. Und ja, ein paar davon habe ich hier gezeichnet. Ich bin sehr froh, dass ich die hier im Sommer gemalt habe und dass ich auch bei meiner Oma gefilmt habe diesen Sommer, weil sie leider vor 2 Wochen, ich glaube vor 2 Wochen, verstorben ist. Und ja, ich bin froh, dass ich noch so ein bisschen Filmmaterial habe, wo sie auch drauf ist und ihr Haus. Aber ja, ich mag diese Seite deshalb sehr gerne. Und es ist auch mal schön, ein bisschen was in Schwarz-Weiß zu haben. Das hier findet man in dem Garten von meiner Oma oder in der Auffahrt. Das sind so Kacheln. Eigentlich sind das, glaube ich, so 6 Kacheln. Rechts die Zeichnung ist in Ordnung. Ich habe hier bei den Büschen wieder versucht, dieselbe Technik anzuwenden wie bei der ersten Seite, also wie bei dieser Zickzack-Blitzpinie. Also hier. Aber ist mir nicht so richtig gelungen, weil das Papier zu nass wurde und dann irgendwie nicht mehr so richtig Farbe aufnehmen konnte. Es war einfach zu nass und zu viel Farbe für das Papier irgendwie. An sich trotzdem schönes Bild. Ich mag, was ich hier oben mit den Blättern gemacht habe. Die Person, das soll Pablo sein, also mein Freund, wie er quasi
an unseren Strand läuft. Das ist ein super schöner Weg. Man geht aufs Meer zu und hat so einen kleinen Meerausschnitt, den man hier hinten auch in der Illustration schön sieht. Die Seite ist einfach nur eine Experimentierseite. Ich wollte hier wieder mit diesem Overlay-Effekt arbeiten. Hier unten habe ich Buntstifte benutzt und habe da wirklich gemerkt, okay, die Buntstifte haben einfach nicht genug Grip auf dem Papier und es macht nicht so richtig Spaß, damit zu zeichnen. Deswegen habe ich es dann auch in den späteren Seiten einfach gelassen. Also ich habe nur Buntstifte genommen, um über ein Aquarellbild oder ein Gouachebild zu zeichnen. Hier oben links habe ich ein Pattern ausprobiert. Ein bisschen eine Abwandlung von einem Quiltmuster. Ich wollte es ein bisschen wie so Schuppen machen. Ich finde das Muster eigentlich ganz hübsch. Vielleicht muss ich das mal irgendwo noch mal einbauen. Hier rechts einfach ein paar Blobs gezeichnet und dann kleine Wesen draus gemacht. Ich finde die kleine Pinie mit den geschlossenen Augen total süß. Vielleicht mache ich aus der noch mal so ein Tonprojekt und mache so einen kleinen Desk Buddy für meinen Schreibtisch. Der kleine Hintern hier, den ich mal gemacht habe. Wäre vielleicht eine Idee. Ich finde den echt süß. Hier rechts haben wir einfach Apero. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort, also ihr kennt das Wort Aperitif. Sowas wie ein Aperol Spritz wird ja unter Aperitif quasi gelistet in so Menükarten. Aber in Frankreich heißt halt Aperitif oder abgekürzt Apero die Zeit vor dem Abendessen, wo man Kaltgetränk nimmt, alkoholisch oder unalkoholisch, ist völlig egal. Und wo man dazu dann aber so Chips isst oder Austern, ein paar Oliven. Also einfach ein Essen und Trinken vor dem Abendessen und Trinken. In Frankreich isst und trinkt man sehr viel. Apéro ist daher etwas, was wir sehr zelebrieren, wenn wir in Frankreich bei meiner Familie im Urlaub sind. Und deswegen durfte das hier natürlich nicht fehlen. Nächste Seite ist ein Selbstporträt. Die Referenz dafür war ein Foto, was meine kleine Schwester von mir geschossen hat. Sie hatte sich eine super tolle neue Kamera gekauft und wird auch irgendwie nächstes Jahr Medien, Foto, Film irgendwie in dem Bereich anfangen zu studieren. Und das hier ist quasi mein Versuch eines Selbstporträts. Ich finde, es sieht nicht wirklich aus wie ich. Aber ich finde es auch super schwierig, mich selbst zu malen. Ich krieg's nie so richtig hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht müsste ich das einfach ein bisschen mehr üben. Aber so richtig Spaß macht es mir, glaube ich, auch nicht, mich selbst zu malen, wenn ich ehrlich bin. Hier habe ich auf jeden Fall im Hintergrund wieder meine Buschtechnik ausprobiert. Das hört sich komisch an, Buschtechnik. Ja, auf jeden Fall das, was ich auf der ersten Seite quasi gemacht habe, habe ich hier versucht zu wiederholen. Und hier hat es ein bisschen besser funktioniert als bei der Illu von dem Strandeingang da. Das hier ist immer noch eine Illustration related zu meinem Urlaub, aber die habe ich gemacht, als wir wieder in Deutschland waren. Und zwar weiß ich das zu 100%, weil ich hier mit meinen Acryla-Gouache gearbeitet habe, also mit denen hier. Und die hatte ich nicht im Urlaub dabei. Ich habe hier versucht, den Moment einzufangen, wenn man die Straße zu dem Ort lang fährt, also wenn man hinfährt und zurückfährt, fährt man durch so eine ganz lange Straße, wo ganz viele Pinien links und rechts sind. Und wenn die Sonne tief ist, dann strahlt die Sonne immer so durch und dann fährt man ja so dran vorbei und dann blitzt das so schön durch. Und dieses Durchblitzen der Sonne zwischen den Pinien habe ich versucht einzufangen. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Bild. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich finde es gar nicht mal technisch so super toll, aber es löst ein Glücksgefühl in mir aus und deswegen habe ich das sehr gerne. Hier habe ich mit meinen Carandage nochmal, also mit denen hier, mal das erste Mal so richtig was illustriert und habe dann schnell gemerkt, okay, ich habe in meinem Skizzenbuch ein Problem, wenn ich keine Zwischenseite reinlege, weil das natürlich auf die andere Seite, sobald man auf der Seite dann weitermalt, drücken sich die Pigmente von der Seite hier rauf. Also ich würde sagen, für mich ist es zumindest nicht das beste Material, um in einem Skizzenbuch zu arbeiten. Es sei denn, man legt halt so Blätter rein. Das mache ich auch ganz gerne. Das habe ich hier in dem Skizzenbuch auch einmal drin, weil das auch mit den Buntstiften passiert, dass das sich quasi auf die andere Seite drauf drückt. Und hier gerade lege ich mir dann immer so, wenn ich was habe, was ich beschützen möchte, weil ich es schön finde, dann lege ich mir das Papier hier rein und habe dann kein Problem damit, dass sich die Pigmente von der einen auf die andere Seite transferieren. Aber hier, wie gesagt, habe ich es nicht gemacht und hat sich entsprechend dann hier drauf transferiert. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Es ist ja nur eine Swatch-Page. Das hier war noch zum Thema Urlaub. Das ist ein Fisch, den wir da sehr oft und sehr gerne essen. Bereiten wir schön auf der Plancha zu und kann ich nur empfehlen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie Mule Noir auf Deutsch heißt.
Müsste ich googeln, kann ich euch hier drauf schreiben. Das hier ist wieder mit diesem Caran-d'Ache. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich muss mit denen, glaube ich, noch so ein bisschen warm werden und vor allem sie auch mal auf einem anderen Papier ausprobieren, weil hier drauf ist es nicht optimal. Oh, das war der erste Tag der Oktober-Kunst-Challenge. Das hier ist die Seite zu Daisy. Gefällt mir sehr gut. Ich finde das cool, dass hier eine fertige Illu ist und dass hier links so ein bisschen verspielter ist, sage ich mal. Hier auch wieder mit der negativen Space gearbeitet, also die Blumen quasi freigestellt und drumherum gezeichnet und dann hier mit Aquarell und hier oben mit den Buntstiften quasi Details und Tiefe reingebracht. Das Wort hier war Sparkle. Thema Frankreich nochmal. Wenn in dem Ort, wo wir immer sind im Urlaub, wenn man da nachts ins Wasser geht, dann gibt es da so fluoreszierenden Plankton und das glitzert so, also beziehungsweise es glitzert nicht, es leuchtet in der Nacht. Das sieht super cool aus. Und als das Wort Sparkle kam, musste ich natürlich, weil mein Urlaub nicht so lange her war, dran denken. Und dachte mir, okay, ich mache einfach eine Frau, die ins Wasser taucht nachts und hinter ihr sind so ganz viele Sparkles. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, also so krass sieht das nicht aus. Aber ja, es ging ja eigentlich nur um die Grundidee. Das Wort für die Seiten war Paw, also Pfote. Hier ist es ein bisschen dudeliger geworden, sage ich mal. Macht mir trotzdem Spaß. Ich finde das hier jetzt nicht so super toll gelungen, aber also mir macht die Doppelseite trotzdem Spaß und ich meine, es muss ja auch nicht alles immer perfekt aussehen in einem Skizzenbuch. Ein Skizzenbuch sollte da sein zum Ausprobieren, zum Spaß haben, zum spielerisch irgendwie mit den Materialien umgehen. Das sollte eigentlich kein, ich mache finale Illustrationen, die irgendwie postable sind, Ding werden. Ja, also es sollte eigentlich nicht sich dahin entwickeln, aber durch diese Kunst-Challenge hat sich dieses dahin entwickelt und ich bin super stolz, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr stolz auf dieses Skizzenbuch. Es sind super viele schöne Illus entstanden, aber das sollte nicht der Anspruch an jedes Skizzenbuch sein. Und das ist auch was ich jetzt in meinen nächsten Skizzenbüchern versuche im Kopf zu behalten, dass das hier ist kein typisches Beispiel für ein Skizzenbuch. Das hier war das Wort Sky, also Himmel. Ist in Ordnung. Ich finde es nicht super schön. Ich finde die Wolken ganz süß hier. Das hier ist so ein bisschen weird. Ich habe, glaube ich, hier einfach nur versucht, den Leerraum zu füllen und ich hätte ihn einfach, glaube ich, weiß lassen können. Oh, das hier ist eine von meinen Lieblingsseiten. So ein bisschen Referenz Bambi, wo der Hase ihm beibringt zu reden. Wisst ihr, wo er so sagt, Vogel? Und wo er dann den Schmetterling Vogel nennt. Diese Szene hatte ich im Kopf als das Wort, oh Gott, was war denn das Wort? War es Fawn? Ich glaube. Also habe ich einfach das gezeichnet, was das Wort war, also Rehkitz. Ich mag, was ich hier gemacht habe mit der dunklen Umrandung. Ich finde, das Rehkitz und der Schmetterling sind super schön im Fokus. Und ja, mir gefällt die Doppelseite einfach sehr gut. An dem Tag, das war Sketch, ich weiß noch, ich glaube, an dem Tag war ich auf einer Hochzeit und hatte nicht so viel Zeit und wollte auch so ein bisschen ausbrechen aus diesen mit Farbe voll illustrierten Doppelseiten, um mir so ein bisschen Druck auch rauszunehmen, dass ich nicht jeden Tag was Fertiges produzieren muss, sondern es darf halt auch mal eine Skizze sein. Und was bietet sich besser an als das Wort Sketch, um einfach nur ein paar Skizzen zu machen? Ich glaube, das waren jeweils, keine Ahnung, 30 Sekunden Posen oder so. Ich finde nicht jede gut. Ich mag die ganz links sehr gerne. Die untere, weil die obere ist ein bisschen weird. Aber die ganz links hier unten, die finde ich sehr hübsch. Und auch die hier in der Mitte sitzt, mit überkreuzten Beinen, die gefällt mir auch ganz gut. Der Rest ist in Ordnung. Diese Seite mag ich sehr gerne. Ich glaube, das Wort war Bulb, also Knospe. Und hier habe ich dann das erste Mal mit Aquarell und Acrylagouache gearbeitet. Ich habe hier mit sehr viel Wasser gearbeitet, dass man diese schönen Texturen auch kriegt, die man mit Aquarell schön kriegen kann. Und dann sehr flächig drumherum gearbeitet. Und ich finde den Kontrast ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Und hier links habe ich so ein bisschen versucht, wie so ein Buntglas-Effekt zu erstellen. Und ja, finde, was hier rausgekommen ist, echt schön. Klar, nicht perfekt, aber ich finde es gut.
da mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich den Kontrast zwischen den sehr texturierten, sehr wässrigen Aquarellfarben und den sehr deckenden Acrylgouache-Farben toll fand, habe ich das hier nochmal ausprobiert. In den Stein und dem Bär habe ich Aquarellfarben genutzt und für das Wasser dann die Gouachefarben. Ich glaube, das Wort für den Tag war River, also Fluss. Fand ich ganz süß. Das Wort für die Doppelseite war Apricot. Ich mag es in Skizzenbüchern ganz gerne, wenn ich eine etwas ausgearbeitetere Illu auf der einen Seite habe und dann zum Thema der Illustration noch so kleinere Doodles drumherum habe und meine Farbversuche auch auf der Seite noch mit habe. Ich weiß nicht, das ergibt so ein schönes Gesamtbild, was ein bisschen mehr nach Skizzenbuch aussieht, als jetzt so eine fertige Seite wie die vorherige Seite, also die River-Seite. Bei der Seite muss ich lachen, weil ich noch genau weiß, wie lange es gedauert hat, diese Seite zu machen. Jedes einzelne Viereck ist ausgeschnitten, hier drauf geklebt und dann nochmal drüber gemalt. Das war schon echt viel Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, was das Wort für diesen Tag war. War es irgendwie Picknick oder so? Ah, nein, Pixel. Pixel. Deswegen habe ich die Vierecke ausgeschnitten, genau. Ich hatte nämlich am Anfang gar keine Ahnung, was ich damit machen will. Saß abends auf dem Sofa und dachte mir, hey, ich schneide jetzt einfach aus meinen vorbereiteten bunten Blättern. Ich habe so ein paar A4-Blätter irgendwann mal für ein Collage-Projekt vorbereitet, unterschiedliche Farben gemacht und ich habe immer noch ganz viele davon. Und da habe ich mir dann einfach ein paar Vierecke ausgeschnitten und die hier angeordnet und draufgeklebt. Und am nächsten Morgen ist mir dann eingefallen, hey, da könnte ich ja eigentlich eine Picknickdecke irgendwie draus machen. Dann habe ich Tula und mich hier nochmal auf ein extra weißes Blatt gezeichnet und habe uns ausgeschnitten, draufgeklebt. Und dann bin ich hier nochmal mit Aquarell drüber gegangen und habe so Schatten in Tula und mich gezeichnet und den Pattern in die Pixel reingebracht. Und manchmal ist es auch das Beste, einfach anzufangen, nicht groß nachzudenken. Man hat irgendwie eine kleine Idee, man fängt irgendwas an und dann entsteht im Prozess erst die finale Idee. Und das ist das Schöne an so einem Kunstprojekt. Manchmal muss man einfach nur eintauchen und anfangen und dann kommt auch eventuell am Ende irgendwas Cooles bei rum. Das habe ich ganz schnell gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, was das Wort war. Vielleicht einfach Plant, Pflanze? Ach so, nein, ich weiß es wieder. Es war Wheel, also Rad. Mir ist dazu nicht wirklich was Tolles eingefallen. Ich dachte so, okay, ich finde Räder jetzt an sich nicht so spannend. Ich will jetzt auch nicht nur ein Rad malen. Und dann habe ich überlegt, okay, was hat ein Rad? Ich hätte ein Fahrrad malen können. Dann dachte ich vielleicht irgendwas, was man schiebt. Vielleicht nehme ich eine Schubkarre, es hat ja auch ein Rad. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir, glaube ich, wieder eine neue Pflanze bestellt und dachte so, oh, das wäre doch eine Idee. Die Illu ging auch relativ schnell. Und ja, ich mag die Seite. Sie ist unaufgeregt und ja, finde ich in Ordnung. Diese Seite, das war Earth, glaube ich, also Erde. Ich bin relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, ich möchte wie nennt man das, so einen Zwischenschnitt, dass man unter der Erde quasi sieht und nicht oben. Also wie hier. Ich weiß, vielleicht wisst ihr, wie man es nennt. Mir fällt das Wort nicht ein. Hier auch wieder mit Aquarell gezeichnet. Ich muss sagen, mir macht das wirklich sehr viel Spaß, in negativ zu arbeiten mit Aquarell. Also nicht das Objekt selbst zu zeichnen, sondern das, was um das Objekt rum ist und das Objekt quasi auszuschneiden. Ich finde, es ergibt super schöne Texturen. Ich mag, dass es an manchen Stellen dann dunkler ist als an anderen. Man sieht hier auch schön, dass ich an manchen Stellen ein bisschen mehr Braun in der Farbmischung drin hatte und an manchen Stellen ein bisschen mehr Blau. Also es ergibt eine schöne Textur. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das Bild zu malen. Diese Seite ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, doch Cape war das Wort. Also ich habe hier so einen kleinen Wolf mit einem Cape gezeichnet. Finde ihn sehr süß. Ich mag die Sparkles im Hintergrund nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, warum ich die gezeichnet habe. Achso, doch, weil ich dann links so wieder dieses Buntglas-Effekt machen wollte. Aber diesmal nur mit Acrylgouache. Ja, ich weiß nicht. Ich fand es besser ohne die dunkle Umrandung. Die dunklen Umrandungen haben es irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, negativ rausgehauen. Die Seite ist in Ordnung. Es ist nicht meine Lieblingsseite. Ich finde den Wolf mit dem Cape sehr süß. Aber der Rest, ja. Das hier ist eine Doppelseite, die mich so ein bisschen ärgert. Das Wort war Burrow, also der Bau von einem Tier. So ein Hasenbau oder ein Fuchsbau halt. Und
Mir kam die Idee von einem riesigen Fuchsbau und einem ganz kleinen Häuschen relativ schnell. Also ich hatte so Vorskizzen in einem anderen Skizzenbuch gemacht und war richtig gehypt, diese Idee umzusetzen. Schon die ganze Zeit, also schon Tage vorher dachte ich so, oh, ich freue mich schon so auf diesen Tag, wo ich dann das malen kann. Ich habe schon eine Idee, mega cool. Und als der Tag dann kam, hatte ich einen mega stressigen Tag bei der Arbeit und war dann abends einfach nicht mehr so richtig motiviert. Habe das hier relativ schnell gemalt. Es war auch schon super spät. Pablo war am Kochen. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass ich mir dafür nicht einfach mehr Zeit gegeben habe. Also ich hätte dann auch einfach sagen können, okay, ich lasse es jetzt einfach sein. Ich mache es morgen früh. Es ist nicht schlimm, wenn ich einen Tag hinterher hinke. Meine Güte. Aber habe ich nicht. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es an dem Tag gezeichnet, wo ich es zeichnen wollte. Und ich finde es ein bisschen schade um die Idee, ehrlich gesagt, weil ich die Idee echt immer noch ganz cool finde. Aber die Umsetzung, naja, ehrlich gesagt finde ich die Blätterranke hier ist das Schönste an dieser Seite. Insofern, ja. Diese Seite, das war das Wort Light, also Licht. Ich habe ein bisschen rumüberlegt und kam aber, glaube ich, relativ schnell auf die Idee, einen Leuchtturm zu machen. Hier wollte ich wieder mit diesem Kontrast arbeiten, also Mixed Media mit den Aquarellfarben und den Acrylgouachefarben. Ich finde die Seite nicht unbedingt schön, also das Gesamtding finde ich nicht unbedingt gelungen. Ich mag aber Details, also ich mag, was hier mit den Aquarellfarben unter Wasser passiert ist. Ich mag auch hier das Spiel mit dem Licht und der dunklen Acrylfarbe, aber das Gesamtding ist irgendwie nicht so 100% meins. Ich finde es okay. Die Seite mag ich nicht. Die mag ich wirklich gar nicht. Ich mag die Farben nicht. Es fühlt sich irgendwie nicht nach mir an. Ich finde das Gesicht der Eule ein bisschen weird. Hier links habe ich einfach nur irgendwas gemacht, um die Seite zu füllen. Ist einfach nicht so eine gelungene Seite, aber so ist es halt. Dafür fand ich diese Doppelseite super cool. Und da merkt man halt auch, die Doppelseite, da hatte ich zwischen den beiden einen Tag Pause. Weil das hier war so ein Partner-Prompt, also die Künstlerin Furry Little Peach versucht immer mindestens einmal in ihrer Liste 2 Wörter nacheinander zu machen, die zueinander passen. Und dieses Jahr, oder letztes Jahr, das war ja 2024, war es Fast und Slow, also schnell und langsam. Und da ich wusste, ich möchte dieses Partner-Prompt-Ding nutzen und diese 2 Wörter jeweils nur auf einer Seite machen, habe ich zwischen diesen 2 Doppelseiten einen Tag komplett Pause gehabt und es hat mir richtig gut getan. Weil ich hatte halt hier, wie gesagt, ein paar Seiten, die ich nicht so 100%ig gut fand. Dann habe ich einen Tag Pause gemacht und hatte dann an dem Tag, wo ich Slow und Fast gezeichnet habe, richtig Spaß. Ich fand die Idee cool. Ich habe quasi versucht, einen Ausblick aus einem Zugfenster darzustellen. Also einmal, wenn man ganz langsam fährt, wie es aussieht, oder wenn man angehalten ist und einmal, wenn man schnell vorbeifährt und habe das dann parallel gezeichnet. Also ich habe immer, damit ich die Farben nicht immer neu anmischen muss, die Illu gemalt, also die fertige normale Illu, sage ich mal, und dann auf der rechten Seite einfach immer nur die Farben mit so schnellen Pinselstrichen übertragen. Und ich finde das Ergebnis richtig cool. Die Doppelseite ist definitiv in meinen Top 3, wenn nicht sogar meine Lieblingsseite. Wir haben es den nächsten Tag. Hi. Ich musste gestern zu einem Geburtstagsbrunch von einer Freundin und habe deshalb nicht fertig filmen können. Oh Gott, ich sollte vielleicht nicht gleichzeitig mit dem Mikro rumhantieren und reden. Wartet kurz. Ich musste eine kleine Pause einlegen und dachte mir, ich schneide das hier nicht mit raus, weil es irgendwie dazu gehört, dass man auch mal nicht alles an einem Stück filmen kann und es ist okay. Wo waren wir? Genau, hier bei dem Zugfensterbild. Ich denke, ich habe schon fertig geredet über das, deswegen widmen wir uns jetzt einfach gleich der nächsten Seite. Den nächsten Tag bin ich so ein bisschen entspannter angegangen. Ich dachte mir, okay, das Wort war Crocodile, also Krokodil. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach ein Krokodil. Ich weiß doch, ich habe angefangen, irgendwie eine Vorskizze zu machen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, egal, machst es direkt in Aquarell und schaust, wie es wird. Ich meine, schlimmstenfalls kann man es ja immer noch mit Gouache übermalen, wenn alle Stricke reißen. Aber ich finde, dafür, dass ich es ohne Vorskizze gemacht habe, ist in Ordnung. Sieht aus wie ein Krokodil. Der Schwanz ist vielleicht ein bisschen dick, aber... ja.
Die Seite war wichtig für mich und war auch echt nicht einfach zu erstellen. Also es hört sich total bescheuert an, weil ich weiß, es ist ein Punkt und ein kleiner Quote quasi. Aber nachdem ich gemerkt hatte, dass mir eine Pause vor dem Slow und Fast super gut getan hatte, dachte ich an dem Tag, dann 2 Tage später, wo Rest das Wort war, du könntest jetzt auch einfach eine komplett leere Doppelseite machen und es einfach nur so stehen lassen, aber das konnte ich nicht. Das war irgendwie, ich konnte es nicht. Ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt, wirklich einen Tag nichts zu machen. Das hat mir dann in dem Moment auch gezeigt, okay, du hast echt ein Problem, Mädchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich war so invested in diese Challenge, dass ich nicht mal einen Tag mir frei nehmen wollte davon. Das hat sich angefühlt wie Schummeln. Wie Schummeln hat sich das angefühlt. Und es ist eine selbst auferlegte Challenge so. Also warum stresse ich mich da so? Naja, auf jeden Fall, ich war dann super stolz auf mich im Nachhinein, dass ich das geschafft habe, quasi nur was Kleines reinzuschreiben und was zu malen. Rest is productive, also sich ausruhen ist produktiv. War auch schon immer so für mich. Ich habe immer gemerkt, auch im Studium, wenn ich mal eine Zeit lang, also weißt du, im Studium lernt man ja 1000 Sachen. Ich habe Illustration studiert in Frankreich. Wir haben super viel illustriert, super viel die ganzen Tage gezeichnet, hatten 1000 Hausaufgaben und ich habe immer gemerkt, wenn ich mal so 2, 3 Wochen gar nichts gemacht habe, weil wir, keine Ahnung, Semesterferien hatten oder was auch immer, als ich zurückkam, konnte ich auf einmal besser zeichnen, obwohl ich 2, 3 Wochen nichts getan habe. Manchmal muss das, was man lernt, auch einfach so ein bisschen sacken, bevor man es anwenden kann. Und ja, deswegen stehe ich immer noch hinter diesem Zitat oder hinter diesem Satz, Rest is productive. Die Seite, es ist so ein bisschen weird mit dieser Seite, weil ich finde, also das Wort war Greenhouse. Für die rechte Seite der Doppelseite hatte ich definitiv eine Referenz. Da habe ich mir, glaube ich, bei Pinterest irgendwie was rausgesucht. Hier habe ich auch wieder ein bisschen mit Aquarell und Acrylgouache für die Pflanzen gearbeitet. Und ich mag, glaube ich, tatsächlich die linke Seite lieber, also dieses Buntglas-Ding. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Die Schöne und das Biest, was ich ganz nett finde. Ich mag den Film. Ich mag die Farben total gerne. Ich finde den Effekt super schön von der Aquarell. Aber diese Doppelseite fühlt sich nicht nach mir an. Und ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ich habe was ausprobiert. Ich hatte Spaß. Ich finde es hübsch. Ja, und das war es dann auch. Ganz anders mit dieser Doppelseite. Die habe ich richtig, richtig gerne. Das Wort war Village und ich habe lange überlegt, was machst du? Ich hatte an dem Tag auch, glaube ich, gar nicht so viel Zeit zum Zeichnen. Und dann dachte ich, okay, eigentlich habe ich richtig Lust, einfach nur mit Farben Spaß zu haben und gar nicht so groß mir ein Konzept zu dem Wort auszudenken. Und ja, deshalb habe ich mir einfach ein paar Fotos bei Pinterest wieder rausgesucht und dann einfach wild drauf losgemalt mit grünen und pinken Tönen, weil ich die Farbkombi ja bei dem Slow und Fast Prompt so gut fand. Ja, ich meine am Ende, das Dorf ist nicht so richtig im Fokus. Also die Berge hätten wahrscheinlich ein bisschen dunkler sein müssen und so um das Dorf rum hätte es ein bisschen dunkler sein müssen, damit das Dorf im hellen Bereich ist und man wirklich einen Fokus darauf hat. Aber es war mir egal. Ich hatte super viel Spaß mit den Farben. Ich finde, die Doppelseite macht auch Spaß anzuschauen. Die ist irgendwie schön blobby und ja, das fühlt sich so mehr nach mir an. Obwohl die Greenhouse-Seite vielleicht technisch gesehen irgendwie ein bisschen besser ist. Aber ich weiß nicht. Ich mag diese Doppelseite. Manchmal braucht es halt für so ein Skizzenbuch oder für eine Illu auch kein großes Konzept. Und das ist völlig in Ordnung. Party. Also, bei dieser Doppelseite, wie soll ich das erklären? Ich finde sie nicht hässlich und irgendwie war ich an dem Tag aber so gar nicht motiviert und gar nicht happy mit dem, was ich mache. Ich hatte eigentlich vor, so einen kleinen Partybaum zu machen mit so einem kleinen Gesicht und irgendwie es cute zu machen. Aber so beim Malen habe ich es nicht gefühlt, das in die cute Richtung zu ziehen. Und ja, habe dann einfach einen Baum mit ein paar Stofffetzen und Lichtern gemalt. Why not? Ich glaube, das Ding mit dieser Seite ist, dass ich genau weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich es gemalt habe. Ich hatte keinen Spaß. Ich fand es eigentlich 99% der Zeit ziemlich hässlich. Also es sieht nicht schlecht aus, diese Doppelseite. Aber das Gefühl, was ich von dieser Doppelseite kriege, ist nicht positiv. Deshalb mag ich sie nicht wirklich. Und ich finde jetzt auch zu dem Wort Party, ja, ist okay. Es ist eine etwas gediegenere Party, sagen wir mal so.
Am nächsten Tag war das Wort Radish, also Radieschen. Und da habe ich mich einfach auf mein Sofa gesetzt abends und hatte Spaß mit meinem Collagepapier. Dasselbe, was ich bei dem hier benutzt habe. Und habe einfach 3 Radieschen collagiert und hatte Spaß mit den Texturen. Und deswegen macht mir diese Seite auch Spaß. Das ist immer das Gefühl, was ich beim Prozess des Kreierens habe. Das kriege ich dann auch immer, wenn ich die Seite anschaue. Hier auch, die Doppelseite finde ich zwar nicht unglaublich schön. Das Wort für den Tag war Stone. Ich hatte dann die Idee, ich mache eine Insel aus Martinique, die ich super gerne mag. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch übersetzt wird, aber Le Rocher du Diamant heißt es auf Französisch, also irgendwie der Diamantenfelsen eigentlich direkt übersetzt. Aber wie gesagt, vielleicht hat die auch im Deutschen irgendwie einen anderen Namen, die Insel. Und in Martinique sieht man sie vom Strand aus. Und ja, und da das halt Martinique-Thema war, habe ich hier auch noch ein Memorial irgendwie gefunden, was in der Nähe ist. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gucken diese Statuen auch Richtung Felsen. Und die sind ja auch aus Stein, also hat super zum Thema gepasst. Und ja, hier unten einfach nur noch so ein kreolisches Muster. Ich mag die Seite, weil sie mich an Martinique erinnert, aber ich finde sie jetzt nicht unbedingt super schön. Die Seite hier finde ich cool. Ich mag die Idee mit dem Emotional Baggage und so einem kleinen Einkaufsnetz mit ganz vielen kleinen verschiedenen Emotionssmileys. Ich habe schon öfter überlegt, eigentlich würde ich hier draus gern einen Sticker machen. Und ja, ich habe ja eigentlich schon jetzt seit, ich glaube, 1, 2 Jahren das Ziel, meinen Shop zu eröffnen. Das kommt noch. Das ist in Planung. Das ist auch einfach eine hübsche Doppelseite, die mir sehr gut gefällt. Es erinnert mich so ein bisschen an Frankreich, an den Strand. Es kann auch gut sein, dass ich hier ein Foto als Referenz genommen habe aus Frankreich. Weiß ich jetzt selber gar nicht mehr. Ich mag die Farben, ich mag das Thema. Die Doppelseite finde ich ganz hübsch. An dem Tag war das Wort Pony. Hier habe ich was mit meiner Peter Pan Tinte gemacht. Ich finde den Effekt, der in der Tinte ist, richtig cool. Wenn das trocknet, hat es dann so im Grün leichte rosa Effekte. Und das sieht total cool aus. Ich dachte erst, ich mache was zu Ponytail, also Pferdeschwanz, weil ich ein bisschen Angst hatte davor, ein Pferd zu malen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Pferd gemalt habe. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals ein Pferd gemalt habe. Wahrscheinlich irgendwie mit 10 oder so, als ich mal reiten gelernt habe für ein Jahr. Aber hey, das Pferd sieht nicht schlecht aus. Ah, ja, das ist die eine Doppelseite, die ich vor ein paar Wochen übermalt habe. Und dazu gibt es auch ein Video. Also falls euch das interessiert, wie es davor aussah und wie ich es übermalt habe, dann packe ich euch das Video auf jeden Fall in die Beschreibung mit rein. Genau. Auf der Doppelseite ging es um das Wort Pearl, also Perle. Und deshalb habe ich ein paar Austern gemalt. Ich habe einfach mir ein paar Fotos rausgesucht von Austern und einfach 5 kleine Austern nebeneinander gezeichnet. Mir hat diese Doppelseite richtig viel Spaß gemacht und ich finde die Effekte richtig cool. Also so ein bisschen lockerer, nicht ganz so perfekt, ein bisschen blobby und ja, mit diesem pinken Underpaint, ist ja auch immer, das mache ich auch super gerne. Ich finde, es ist eine Doppelseite, die sehr gut funktioniert und ich habe jetzt schon öfter überlegt, ob ich das nicht mal richtig auf dem Blatt Papier mache und mir das irgendwo hinhänge. Gefällt mir einfach sehr gut. Und allerletzte Seite. Ja, hier war das Wort Spider. Mit dem Wort konnte ich auch sehr wenig anfangen, weil ich einfach Spinnen gar nicht mag. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, keine Spinne zu malen, sondern einfach nur ein Spinnennetz. Und habe hier wieder, ich glaube, ich habe angefangen mit Aquarell, habe ich einfach das Netz weiß gelassen und die Kammern dazwischen ausgemalt. Ja, und dann, ich glaube, ich bin nochmal drüber gegangen am Ende mit so ein bisschen Acrylagouache, weil mir der Hintergrund nicht so gut gefallen hat. Und ja, das war's. Wir sind durch. Verrückt. Dieses Skizzenbuch gefällt mir richtig, richtig gut. Hier sind super viele Zeichnungen und Illustrationen, die ich sehr schön finde und die ich gerne auch nochmal in größer zeichnen wollen würde. Aber wie ich schon gesagt habe, das hier ist kein normales Skizzenbuch. Natürlich bin ich sehr happy, weil ich einfach hier auch ein hübsches Skizzenbuch hatte, was ich euch zeigen konnte. Aber es stellt nicht wirklich meine Realität dar. Oh, mein Kaffee ist kalt geworden. Lauwarm. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das nochmal durchzugehen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Seite euch am besten gefallen hat. Würde mich richtig interessieren. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Ja.